Wir haben den 18. März und wir sind noch in Spanien, Andalusien, an der Atlantikküste. Wir wollen noch weiter nach Portugal, aber vorher wollen wir uns in Spanien noch was ansehen. Und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Das muss ich vielleicht noch hinzufügen. Es gibt in diesem Video auch noch Informationen zur Maut in Portugal. Wir sind westlich von Sevilla an der Costa de la Luz und in der Nähe der Stadt Huelva gibt es ein Kolumbus-Museum und dort wollen wir hin. In unmittelbarer Nähe des Kolumbus-Museums gibt es einen großen Parkplatz. Ich habe den hier mal gelb schraffiert. Dort dürfen auch Wohnmobile stehen und auch übernachten dort. Dieser Platz hat keine Infrastruktur, das heißt, es gibt weder End- und Versorgung, noch gibt es Strom dort. Das Parken auf diesem Parkplatz ist kostenlos und man findet diesen Platz in verschiedenen Apps. Wir hatten es nicht weit bis zu diesem Parkplatz. Wir waren vorher in der Nähe von Mazagón auf einem Campingplatz, darüber habe ich ja auch berichtet. Und so sind wir jetzt hier in der Mittagszeit angekommen. Wie man sieht, handelt es sich um einen sehr großen Parkplatz. Also hier haben auch Dickschiffe Platz. Wer jetzt also mit so einem 10 oder mehr Meter langen Wohnmobil kommt, der kann sich hier auch hinstellen. Ob hier Wohnwagen stehen dürfen, das weiß ich nicht. Hinweisschilder oder Verbotsschilder habe ich hier nicht gesehen. Wir haben uns dann zu Fuß auf den Weg gemacht. Das Museum ist nur wenige 100 Meter von diesem Parkplatz entfernt. Die Öffnungszeiten für das Museum sind von 9:30 Uhr bis 19:30 Uhr. Montags ist das Museum geschlossen. Kann ich deinen Schreiber mal haben? Ich möchte auch einschreiben. Der Besuch des Museums ist kostenpflichtig, kostet 3,60 € pro Person Eintritt. Als Rentner bekommen wir eine Ermäßigung und zahlen pro Person 1,50 €. Im Außenbereich des Museums gibt es einen kleinen Hafen. Hier sehen wir 3 Schiffe. Mit dieser Art von Schiffen, das sind Nachbauten, hat Kolumbus Amerika entdeckt bzw. ist mit seiner Crew 90 Mitglieder und 3 Schiffe nach Amerika gefahren. Zu jedem Schiff geht ein Steg, so dass man jedes Schiff besichtigen kann. Wir hatten Glück, es waren wenig Besucher da, so dass wir uns alles ganz in Ruhe anschauen konnten. Hi. Hier ist mein Freund. Das ist ein alter Seebär hier. Aber er grinst. Kolumbus ist von einem Hafen hier in der Nähe mit 90 Matrosen gestartet und 3 Schiffen, um eine neue Route nach Indien zu suchen und hat dabei dann Amerika entdeckt. Das war 1492. Man spricht heute, glaube ich, nicht mehr von Entdeckung, sondern mehr von Begegnung. So ist politisch korrekt. Man kann um diesen kleinen Hafen ganz herumgehen. Dort im Außenbereich gibt es noch weitere Ausstellungsstücke. Da kann man sich dann noch einiges ansehen. Hier sieht man einige Utensilien, die zu der damaligen Zeit auf den Schiffen genutzt wurden. Guck mal, was hier alles ist. Ja. Im Eingangsbereich, da gibt es Räumlichkeiten, da werden noch andere Dinge ausgestellt. Dort gibt es auch eine Videoinformation, kann man sich auch alles anschauen. Also wir haben so circa 2 Stunden gebraucht, um alles zu sehen. Das muss ich vielleicht nochmal sagen. Ich bin ja eher jemand, der davon abrät, auf Parkplätzen sein Wohnmobil abzustellen, bei Sehenswürdigkeiten, weil die Gefahr doch da ist,
dass man dort oder dass das Mobil dort aufgebrochen wird. Aber in diesem Fall habe ich recherchiert und viel geschaut, ob es da irgendwelche negativen Berichte gibt, und das war nicht der Fall. Insofern haben wir da ganz in Ruhe gestanden und wir haben auch ruhig übernachtet auf dem Platz. In der direkten Umgebung gibt es keine Restaurants und auch keine Einkaufsmöglichkeit. So haben wir uns aufs Fahrrad gesetzt, weil wir noch einiges einkaufen mussten, und sind mit dem Fahrrad gestartet zur Stadt Palos de la Frontera. Von der Stadt und von dem Einkaufen gibt es keine Aufnahmen. Wir haben uns auch nicht lange aufgehalten in der Stadt, weil die Zeit schon ein bisschen vergangen war. So waren wir dann am Nachmittag wieder zurück bei unserem Mobil. Am Abend standen mehr als 10 Mobile auf dem Platz. Die Nacht war im Großen und Ganzen ruhig. Es führt ja eine Straße hier an dem Platz vorbei. Dort hörte man dann in den Morgenstunden schon mal ein Auto fahren, aber das hielt sich alles in Grenzen. Nach dem Frühstück sind wir dann gestartet Richtung Portugal. Hier überqueren wir den Rio Tinto und fahren dann weiter in Richtung Portugal. Wir waren schon häufiger in Portugal, das ist allerdings schon einige Zeit her, ich denke so etwa 15 Jahre das letzte Mal. So wollen wir uns jetzt mal auch Stellplätze dort anschauen. Früher waren wir immer auf Campingplätzen, jetzt gibt es ja inzwischen auch einige Stellplätze. Unser Ziel ist die Algarve und wir wollen hin in die Nähe von Albufeira. Das sind etwa 170 Kilometer für uns und wir werden die Autobahn nutzen. Ich werde in diesem Video noch nicht über die Stellplätze berichten, sondern erstmal nur über die Mautgeschichte. Wir passieren jetzt die Grenze Spanien-Portugal und fahren jetzt auf der Autobahn oder auf der A22 hier in Portugal. Jetzt mussten wir hier auf der Autobahn Maut bezahlen. Wir haben eine Box von Maut 1. Da ist kein Problem, wir brauchen uns um nichts kümmern. Das ist anders, wenn man jetzt hier keine Box hat. Dann muss man hier anhalten, da gibt es eine Station. Da fährt man dann rein und dort wird das Kennzeichen erfasst. Dann braucht man eine Visa oder Mastercard. Die wird dann führt man dann in den Automaten da ein. Und die wird dann dem Kennzeichen zugeordnet für 30 Tage. Und so bezahlt man dann seine Maut. Es gibt der sogenannte Mautbrücken. Dort wird das Kennzeichen erfasst und dann wird der Betrag, der dort dann fällig ist, von der Master- oder Visa-Card abgebucht. Dieses Mautsystem gilt für einige Autobahnen, aber nicht für alle hier in Portugal. Es gibt auch Autobahnen, da ist es wie herkömmlich Ticket ziehen und am Ende bezahlen. Hier sehen wir jetzt eine Mautbrücke und da steht auch ein Schild. Da kann man dann ablesen, wie viel Kosten oder Maut man für diesen Streckenabschnitt bezahlt hat. Das war jetzt eben gerade die Mautbrücke. Da hat dann mein Maut 1 Box gepiept. So sieht eine Mautbrücke aus. Hier werden die Fahrzeuge und die anfallende Maut erfasst. Auf der Autobahn ist hier wenig Verkehr, wir kommen gut voran. So erreichen wir schon in der Mittagszeit den Stellplatz, den wir uns ausgesucht haben. Über diesen Stellplatz und über das, was wir in Portugal erlebt haben, darüber werde ich im nächsten Video berichten. Wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.